Der Tech2Go Podcast, powered by TQ. Alles rund um die neuesten Innovationen, spannendsten Technologien und aktuellen Themen aus der Welt der Elektronik. Auf geht's! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Tech2Go Podcast. Es geht natürlich auch heute wieder um Innovation, um Fortschritt und um die Herausforderungen der Zukunft, kann man so sagen. Und heute freue ich mich, weil es wird mal wirklich Hightech, würde ich behaupten. Denn wir blicken auf eine Welt, die sich für mich zumindest als Otto-Normalverbraucher immer noch so ein bisschen nach Science-Fiction anfühlt. Wir schauen nämlich auf die Robotik und auch auf die humanoide Robotik. Und weil das so komplex ist, bin ich froh, dass ich heute zwei Top-Experten hier am Tisch sitzen habe, nämlich Nikolai Enslen und Robert Vogel. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Nikolai, vielleicht kurz zu dir. Ich glaube, Nick darf ich sagen. Genau, oder? richtig, Genau. ja. So sagen es die meisten. Nick, du bist Gründer und CEO von Synapticon. Eines der führenden Unternehmen, wenn es um die industrielle Bewegungssteuerung geht. Und ihr habt das ganz schön geschildert auf eurer Website. Ihr verbindet, einfach gesagt, die Welten von Software, Elektronik und Mechanik. Das ist trotzdem recht übergeordnet. Deswegen die Frage, die du wahrscheinlich schon oft beantworten musstet, was macht ihr eigentlich genau? Ja, also wir machen es für Roboterhersteller insbesondere und Maschinenbauer im Allgemeinen einfacher und schneller bessere Produkte zu entwickeln und in den Markt zu bringen. Und dazu stellen wir Komponenten zur Verfügung, die besonders schwierig und langwierig zu entwickeln sind, wenn es vor allem um eine absolute Produktionsreife geht, ja, und Zertifizierbarkeit am Ende auch, um hochzuverlässige Endprodukte in den Markt zu bringen. Und dabei handelt es sich im Kern um Servoantriebe und Aktuatoren, darüber hinaus aber auch um Bewegungssteuerungssoftware für die Mehrachskoordination. Und weil die Hauptanwendungen, an die wir uns in den vergangenen Jahren gerichtet haben, eben kollaborative Roboter, Mobilroboter waren, wo die Sicherheit sehr wichtig ist. Und im Augenblick der allergrößte Anwendungsbereich humanoide Roboter und KI-gesteuerte Roboter sind wir ins Thema funktionale Sicherheit reingekommen und da zu einem führenden Unternehmen geworden, wenn es um die Sicherheit der Antriebe geht, aber auch um die Sicherheit der Mehrachskoordination, sichere Menscherkennung und Safety-KI am Ende. Das heißt also, der ganze Stack dann auf der Safety-Seite ist inzwischen zu unserem Kern geworden. Also wir fangen beim Antrieb an und hören bei der Sicherheits-KI auf, sozusagen im Stack. Ja. Bringt alles zusammen und macht es noch sicher. Alles das, was schwierig ist und langweilig ist, wenn man so will, beim Roboterbauen. Ja, ja, Roboterbauen. Robert, du bist ja auch ein echter Robotik-Experte. Du bist schon über 20 Jahre oder knapp 20 Jahre, glaube ich, in der Branche tätig. Und ihr beide kennt euch jetzt aber nicht aus einem klassischen Kunden-Lieferanten-Verhältnis, sondern ihr arbeitet eigentlich viel zusammen, habe ich gehört. Genau, wie der Nick gerade erzählt hat, haben wir gleiche Kundenkreise. Wir beliefern die Roboterhersteller mit Motoren, mit Servomotoren, mit Frameless-Motoren, die in Größe, Leistung, Energiedichte und Effizienz einzigartig sind. Und wenn wir das dann kombinieren mit der Motorsteuerung und einem Getriebe und weitere Sensorik, kommt am Schluss ein Aktuator raus, der dann den Roboter, den Humanoiden, bewegen lässt. Mhm. Okay, das heißt, du hast ja da was Schönes mitgebracht. Das Genau. heißt, ihr habt eigentlich quasi die Antriebstechnologie mit TQ RoboDrive und du bist ja da eben Head of Business Development und Sales. Also kümmerst dich darum, dass zum einen der Markt mit den richtigen Produkten bespielt wird, genau, und dass sie verkauft werden. Ja? Und dass sie verkauft werden. Und genau, und wenn man dann hier mal so einen Aktuator anschaut, dann haben wir einfach hier den Motor, Getriebe und die Motorsteuerung. Und das alles vereint ist dann 6-mal in dem Arm, 32-mal in dem Humanoiden oder auch in der Messtechnik im Lasersystem, das sich dreht. Überall, wo wir wirklich anspruchsvolle Bewegungsaufgaben haben, wo es um Präzision geht, um hohe Drehmomentdichte, kleiner Bauraum, kommen diese Art von Antrieben zum Einsatz. Und das ist eine ganz ikonische Kombination, weil die TQ-Motoren wirklich halt die besten und auch legendärsten im Markt sind tatsächlich. Ja, also das würde niemand bestreiten, glaube ich, außer andere Wettbewerber. Ne? Aber ich glaube, das Robotik-Ökosystem sieht das so. Und das Gleiche gilt für unseren Servoantrieb, den sogenannten Circulo. Das ist auch da so, wie soll man sagen, wenn nicht der berühmteste Roboter-Servoantrieb im Markt. Insofern eine ganz wunderbare Kombination, die wir hier auf dem Tisch haben. Also da erstmal danke, Nick, für deine Worte, aber ich glaube, das kann ich auch wirklich so, wie du sagst, zurückgeben. Wir sind viel in der Robotik bei den humanoiden Herstellern unterwegs und auch da geht der Weg an Synapticon eigentlich nicht vorbei, wenn es um die Motorsteuerung geht.
Von dem her mit der Entwicklung des Motors, mit seiner wirklich dem sehr, sehr hohen Kupfer-Füllfaktor und dem hohen Drehmoment, damit ich eben kleiner und leichter bauen kann, mit einem sehr kompakten Servoantrieb, lässt halt dann die Bauform nicht bei einem Humanoiden, der wie so ein Muskelprotz rumläuft, sondern doch dann ein schlanker, eleganter Arm draus wird. Wir steigen ja später noch mal ein bisschen tiefer in die Technologie ein. Außerdem muss ich jetzt hinter die letzten 1,5 Minuten ja Werbung oben einblenden. Das ist auch noch klar. Da musst du uns bremsen. Und nach knapp 5 Minuten das erste Mal das Wort legendär. Auch finde ich, wir steigen gut ein. Ja? Nein, aber Spaß beiseite. Thema, was beschäftigt die Menschen? Also wir sitzen heute zusammen und ihr habt gerade so schön gesagt, was eigentlich so ein Robotergelenk dann alles ausmacht, ja, damit sich ein Roboter bewegen kann. Und grundsätzlich, wenn man in diese Branche blickt, da hat sich ja unfassbar viel getan. Ich weiß nicht, ob es vielleicht, aber KI kommt ja auch schon wieder in die Branche mit rein. Also es gibt wahrscheinlich wenig Branchen, wo so viel Dynamik drin ist über die letzten Jahre. Deswegen vielleicht mal, ihr seid beide schon lange mit dabei. Nick, wie siehst du das? Also ist das eine Dynamik, die jetzt erst Fahrt aufgenommen hat oder ist es in den letzten 3-4 Jahren noch mal krasser geworden, als es vor 10 Jahren war? Wie blickst du so zurück auf die letzten 10, 15 Jahre Robotik? Ja, also wir sind im Augenblick definitiv in der größten Roboterwelle, die es bisher gab. Auch so von der öffentlichen Wahrnehmung und Antizipation, was jetzt so Humanoide eben können. Da gehen die Fantasien mit den Leuten durch und auch mit den Investoren. Und das ist ein gutes Ding, weil das wird am Ende dazu führen, dass das wirklich eine Realität wird mit diesen Produkten und im Grunde mit robotischen Helfern in allen Lebens- und Industriebereichen. Vor 15 Jahren ungefähr, als wir angefangen haben tatsächlich bei Synapticon, wo ich auch so eher aus dem automobilen Kontext rübergewechselt bin in die Robotik und in dem Kontext angefangen habe, da gab es schon mal eine Welle, die war aber kleiner. Die war so ein bisschen von der Open-Source-Robotik-Welt getrieben. Da gab es eine Softwareplattform, die aus Stanford rauskam, namens ROS, Robot Operating System. Und es gab eine Keimzelle im Silicon Valley namens Willow Garage. Und darum drehte sich irgendwie so ein Stück weit eine sehr kohärente Forscher-Community. Und es hat weltweit eigentlich schöne Wellen geschlagen, was einfach so die Service-Robotik-Entwicklung angeht. Also da war im Grunde genommen die Softwareplattform ein Key-Enabler für Fortschritt im Bereich autonome Systeme. Also kann man schon sagen, dass ROS das ziemlich stark befeuert hat und der Enthusiasmus, der da so aus Willow Garage rausging und dann sich natürlich über Forschungsinstitute weltweit, auch hier in Europa, eben fortgesetzt hat und auch so ein Stück weit dann auf die Welt traf, die hier im Kontext vom DLR, eigentlich im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrttechnik, entstanden war, wo eben vor 20 bis 15 Jahren absolute Kerninnovationen für Leichtbaurobotik, kollaborative Robotik, im Grunde genommen für die ganze Realität der Mechatronik, die wir jetzt heute sozusagen als gegeben nehmen, in der Robotik entstanden war. Und ja, also diese Kombination eigentlich aus einem starken Fortschritt in der Mechatronik und eben auch in der Software war so vor 15 Jahren eigentlich das Momentum. Und jetzt wird das Ganze eben beflügelt durch die Entwicklung in der KI, die ist halt massiv einerseits vereinfacht, mit der Komplexität von robotischen Kinematiken umzugehen und halt völlig neue Möglichkeiten schafft, welchem Roboter jetzt sagen kann, ne, was er tun soll. Und er versteht mich, das ist jetzt neu und das sorgt für furchtbar viel Enthusiasmus und Antizipation in dem Segment. Also ist furchtbar viel passiert in der Zeit. Aber schön quasi zu sehen, dass es eine Welle gab, als wir angefangen haben und jetzt gerade gibt es wieder eine große Welle. Ja, nur am Surfen, das ist ja auch ganz spannend. Man sieht ja wirklich, es vergeht ja kein Tag, wo nicht irgendwie ein neues, spektakuläres Video von irgendeinem saldoschlagenden Humanoiden irgendwie um die Welt geht. In den Nachrichten hört man nur noch Robotik, Investitionen von Firmen in die Richtung. Aber Robotik ist ja auch nicht gleich Robotik. Robert, du lieferst ja mit deiner Firma quasi in verschiedene Bereiche der Robotik auch rein. Vielleicht nur, dass wir zu Beginn einmal ein bisschen einsortieren. Welche Bereiche der Robotik gibt es denn? Also wo unterscheidet man denn da? Weil der Humanoide ist ja jetzt nicht gleichzusetzen mit dem klassischen Industrieroboter oder selbst da gibt es ja dann die Cobots bis hin zum Medizinroboter. Also wie clustert ihr das Ganze? Letztendlich ist es wie auch, wenn wir von einem Fahrzeug sprechen, haben wir ein Fahrrad, ein Auto, ein LKW und so haben wir es bei der Robotik auch irgendwo. Also wir haben den klassischen Industrieroboter, der sich wirklich durch Präzision und Schnelligkeit, glaube ich, auszeichnet und der in der Automobilindustrie zu 100.000-fach im Einsatz ist, um wirklich klassische Schweißaufgaben, Handlingsaufgaben, Fügeaufgaben zu machen. Und dann eben über die Jahre und ähnlich wie es du auch gerade gesagt hast, Nick, mit Stanford, also ich war vor
wann war man in Kalifornien, vor 3 Wochen, war ich in Stanford und stand eben neben dem Unimate, letztendlich der erste wirkliche Industrieroboter. Und die ganze Geschichte dreht sich immer wieder auch um Stanford. Dann kam der erste Industrieroboter, dann wurde in Stanford das Thema Kraft- und Impedanzregelung die Grundlagen gelegt, was dann im DLR, in diesem Produkt für die ISS-Mission in einen robotischen Arm geändert hat. Als Produkt dann zu KUKA gegangen ist, über den LBRI immer weiterentwickelt worden ist, über den Franka. Und jetzt im Humanoiden einfach das Thema verbindet mit Kraft- und Impedanzregelung, mit Sensorik und Entscheidungsfreiheiten schon bald. Und darum würde ich sagen, wir haben den Industrieroboter, wir haben die Cobots, wir haben die mobilen Roboter. Neben all den Themen, dass wir noch Drohnen und andere Service-robotischen Anwendungen haben. Und das sind so die Hauptkategorien. Ist eigentlich spannend, ne, dass sie sich im Silicon Valley immer die Dinge erstmal ausdenken und wir schauen dann hier drüben, dass das ordentlich funktioniert und man es wirklich benutzen kann. Und auch sowas, der Unimate kam aus USA und der wirkliche, die Industrierobotik in Serie, dann auch mit der Windows-Steuerung, kam dann wieder aus Augsburg. Mit der KUKA, der LBR dann auch aus dem DLR raus. Und eben nicht nur immer als Forschung, sondern dann auch als Produkte in Europa getrieben. Welchen Bereich würdet ihr als am komplexesten sehen? Also welche Roboterart ist am schwierigsten zu realisieren? Ist es der Humanoide, einfach weil er sich wie Mensch verhalten soll? Ja, absolut. Also ich würde fast sagen, der humanoide Roboter ist das schwierigste Produkt, was es bisher gab, so in der Menschheitsgeschichte. Schwierig im Sinne von Komplexität zwischen Hardware und Software. Und auch als Produkt, für Product Market Fit, einfach eine besondere Herausforderung jetzt. Ein Riesenpotenzial mit einem Markt, der jetzt schon 25 Billionen $, groß ist, physikalische oder halt körperliche, menschliche Arbeit. So groß ist der Markt, das ist größer als jeder andere Markt. Irgendwie, was weiß ich, die Lebensmittel-Einzelhandel weltweit sind irgendwie 20, oder war das die Bauindustrie, weiß ich gar nicht, Lebensmittel-Einzelhandel, glaube 10 oder sowas. Und der Arbeitsmarkt sind 25. Das heißt, bis wir da irgendwie in ein paar Jahren dann bei 30 Billionen, also auf Englisch Trillion, das verwechselt man immer gerne. Also ich spreche wirklich von den Billionen und nicht den englischen Billions, sondern den Trillions. Also eine riesen Opportunity, aber halt auch ein richtig dickes Brett, die Dinger dann am Ende zu einem Produkterfolg zu machen. Ja. War das dann bei dir, ich meine, du bist jetzt auch mit Synapticon schon länger auf dem Markt, aber war das so eine Gründungsidee oder ein Wunsch von dir, da eine Firma zu gründen, um da Lösungen für Themen zu schaffen, wo es noch keine Lösungen gibt? Ja, ganz genau. Also wir standen schon vor der Entscheidung, machen wir jetzt irgendein Roboterprodukt? Also an die Robotik haben wir geglaubt. Wir haben ja gerade diese Service-Robotik-Welle irgendwo gesehen und also Willow Garage hatte gerade seinen PR2, den PR1, der war da und der PR2 war in der Mache. Und einige Startups da drumherum und dachten, okay, machen wir da auch irgendein Produkt, das irgendwas tut oder machen wir irgendwas anderes. Und das war dann für uns ein viel faszinierenderer Gedanke eigentlich, diese schwierigen Entwicklungen zu vereinfachen für die ganzen Entwickler. Das heißt, alle zu enablen im Hintergrund, anstatt jetzt selbst das Endprodukt zu machen. Und unsere erste Broschüre hatte tatsächlich einen Honda Asimo vorne drauf. Ja, haben wir illegalerweise einfach ein Produktbild von Honda benutzt, haben das Honda wegretuschiert und haben da unsere bunten Punkte reingemacht, wo die ganzen Antriebe sitzen. Und die grünen Kästchen damals waren die Computer, die wir anfangs auch entwickelt haben. Also Embedded Computer, die künstliche neuronale Netzwerke beschleunigen sollen. Das war eigentlich das Urprodukt bei Synapticon. Und dann sind wir vor allem im Dialog mit Leuten bei DLR, KUKA Labs und so weiter auf den Trichter gekommen, dass noch ein viel größerer Painpoint eigentlich im verteilten Messen, Steuern, Regeln liegt. Und das hat dann unsere quasi robotische Nervensystem-Produktlinie Somanet ins Leben gerufen, die inzwischen halt, wie soll man sagen, einfach unsere Hauptwelt ist bei Synapticon. Und die Computer, die sind so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, sind jetzt aber im Bereich der Safety-Plattform wieder relevant. Ja, und ja, das war so ein bisschen die Motivation und gewissermaßen sind wir jetzt genau da, wo wir irgendwo mal sein wollten, nämlich in den Humanoiden drin, an den ganzen bunten Punkten, die wir da mal auf den Honda Asimo drauf gemalt hatten, an den Gelenken und so weiter. Ja. Genau, und der Honda Asimo, ich meine, selbst wenn man heute noch Bilder sieht, wie der getanzt hat, ist er immer noch für seine Zeit, war der weit absolut voraus. Benchmark, ja. Da war vielleicht nur Walt Disney noch, hat sich elegant bewegt. Ja. Und an dem müssen sich eigentlich immer noch alle messen. Absolut. Ja, die Software hat gefehlt, das war alles. Ne? Also man konnte das Ding
mit klassischer modellprädiktiver Regelung irgendwo halt steuern. Das war damals Bleeding Edge, aber die KI hat gewissermaßen gefehlt oder war nicht so skalierbar. Natürlich gab es neuronale Netze und die wurden auch zum Teil für Regelungen und so benutzt, damals schon, aber die waren einfach nicht so leistungsfähig, dass man da eben jetzt Backflips oder Kung-Fu-Fights irgendwie zeigen konnte damit. Und wenn man sich überlegt, wir haben einfach bei einem Roboter 6 Achsen, wir haben bei manchen Cobots 7 Achsen und haben jetzt einfach halt dann zweimal die Cobot-Arme plus die Beine noch dazu. Und bis dato war ein Roboter einfach immer nur hart programmiert. Man hat es über die Jahre, der Franke hat das perfektioniert in der einfachen Programmierung, in der Zugänglichkeit für die Robotik. Und all das ist jetzt kombiniert in einem Humanoiden, den man gar nicht mehr programmiert und dann eben nicht nur einen Arm hat, sondern letztendlich 2 Arme und 2 Beine und noch Hände. Die haben wir ja auch noch. Genau. Bisher sprechen wir viel über das Bewegen. Ich sag mal, Locomotion ist erledigt. Alle können laufen, alle können ihre Arme bewegen. Aber am Schluss, was jetzt schon noch der große nächste Schritt ist, ist wirklich manipulieren. Also die Manipulation. Und da kommen halt neben unseren 30-32 Antrieben nochmal, je nach Konzept, 10, 20, 25 Antriebe, Degree of Freedom pro Hand dazu. Ja. Lasst uns Humanoide mal, wir kommen später nochmal tiefer in die Humanoiden rein, aber eine Komplexitätsstufe vielleicht zurück, weil du auch Marktpotenziale angesprochen hast. Ich meine, Robotik grundsätzlich gibt es schon seit Jahrzehnten. Jetzt war auch in den letzten Jahren dieses Thema Cobots immer wieder, gerade auch in Europa, ein großes Thema. So vom Eindruck her hatte ich aber das Gefühl, also ja, da ist ein Hype, es kommt an, aber so ganz trauen sich die Industrieunternehmen dann doch noch nicht, das überall einzusetzen, obwohl der Bedarf ja eigentlich da wäre, weil Facharbeitermangel, man kennt die ganzen Themen aus den Nachrichten. Was glaubst du, warum ist so dieses komplette Cobot-Zeitalter doch noch nicht angebrochen? Ja, man muss das mal ins Verhältnis setzen, also Cobots jetzt versus Humanoide. Weil viele sagen jetzt auch, okay, schau mal, wir hatten ja die Cobots und so weiter, war schon Mensch-Roboter-Kollaboration das Thema und das hat ja alles nicht funktioniert. Er wurde ja nicht wirklich in die Fabriken so im großen Stil übernommen, wie es damals eben dann von vielen Akteuren versprochen wurde. Ja, aber wenn man sich genau anschaut, ein Cobot ist im Grunde genommen jetzt erstmal eine inkrementelle Innovation im Verhältnis, eine Verbesserungsinnovation im Verhältnis zum klassischen Industrieroboter für bestimmte Anwendungen. Ja, wir machen den Roboter leichter, wir machen ihn more compliant, das heißt also, er ist jetzt sicherer grundsätzlich mal weil er A nicht so viel Kraft hat. Also Universal Robot hat am Anfang einfach argumentiert, er ist sicherer, weil er gar nicht so viel Kraft hat und nicht so steif ist dann auch unterm Strich wie ein klassischer Industrieroboter. Und halt diese einfache Programmierbarkeit. Ja, das waren so die beiden Kerninnovationen, die aber verhältnismäßig klein waren, wenn man so will. Es war immer noch ein 6-Achs-Arm, hatte ein paar Nachteile auch, die Genauigkeit war nicht so groß. Also es hat einfach eine neue, Anwendungsmöglichkeit eröffnet. Bestimmte Anwendungen wurden möglich, bestimmte Anwender hatten auf einmal Zugang durch die einfache Programmierbarkeit. Und es war schon vielversprechend, aber im Verhältnis eine kleine Geschichte eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, im Verhältnis zu dem, dass wir jetzt eben voll KI gesteuerte universelle Agenten haben in einer Verkörperung, die, in der Grenzbetrachtung jegliche körperliche Arbeit, die Menschen verrichten, eigentlich übernehmen können werden, ja. Bei First Principle Thinking sozusagen. Also wenn wir da dem nur Zeit geben und da viel Geld reinstecken, dann wird das möglich sein. Die Frage ist, in welcher Zeit schaffen wir das? Das ist einfach nochmal eine ganz andere Dimension an Innovation und auch an Marktpotenzial, als was wir da sozusagen dann in diesem kleinen Bereich, in Fabriken, in der Industrie mit Cobots hatten. Aber die haben schon auch einiges verändert. Ja, es war ein Step in die Richtung, wie wir schon gerade vorher gesprochen haben. Ne? Die Mechatronik hat eigentlich in den Leichtbaurobotern und den Cobots sich entwickelt und die nutzen wir jetzt auch im humanoiden Kontext. Also ohne das hätte es das andere auch nicht gegeben, gewissermaßen. Ne? Und am Schluss, und wir haben ja als Tico Robotics seinerzeit ja als Auftragsfertiger auch für den Frank und als Vertriebspartner für Franka habe ich selber wirklich Cobots in die Industrie, an den Klein- und Mittelstand verkauft. Und am Ende des Tages hat es nie an der Technologie des Cobots oder des Roboters gescheitert, sondern es war dann schon noch das Deployment wirklich auf dem Shopfloor. Ich meine, er war leicht zu programmieren und jeder konnte den Roboter und
warst selber dabei im Showroom, innerhalb von 5 Minuten einen Roboter programmieren. Wirklich eine Pick-and-Place-Aufgabe. Hatte so einen iPhone-Charakter irgendwie so ein bisschen. Genau, er hatte es und war auch umzusetzen. Und jeder kann einen Cobot heutzutage programmieren mit wenig Vorkenntnissen. Aber am Schluss muss ich halt nicht das Teil hier aufnehmen und dort absetzen, sondern ich habe einen Produktionsablauf. Ich habe eine Materialzuführung, ich muss die Maschinenansteuerung machen, ich muss das Teil wieder rausnehmen, machen irgendwo einen Qualitätsprozess, wir haben ein gutes, ein schlechtes Teil. Und am Schluss brauche ich einen ganzen Produktionsablauf, den ich automatisieren muss. Und da ist eben der Roboter ein Element der Automatisierung und nicht die gesamte automatisierte Zelle oder Workflow. Und da fehlt noch einfach ein gutes Stück neben dem reinen nackerten Roboter, sage ich, dass es ein automatisierter Prozess wird. Und das ist das Deployment, und ich hatte Kunden, die haben den Roboter gekauft und der lag 2 Jahre im Karton, bis sie wirklich mal ausgepackt haben und sich damit beschäftigt haben, weil es halt einfach Arbeit ist. Und das ist der Unterschied zu einem, war immer, ja, du bist Staubsaugerverkäufer, du steckst den an und kannst saugen. Ja, genau. Nee, du kannst eben nicht mit einem Roboter anstecken und arbeiten. Den Staubsauger stecke ich an und ich sauge und mit einem Roboter nicht, sondern du musst einfach Materialzuführung, den Prozess, die Ansteuerung, so viel mehr dazu machen, obwohl er eigentlich sich schon bewegt. Ja, klar. Aber das ist die Software eigentlich, ne, die den Unterschied macht, weil am Ende ist der Cobot halt so weit gekommen, dass immer noch ein Roboterarm ist, der dann irgendwo in die restliche Automatisierung integriert werden muss, um wirklich sinnvoll Arbeit verrichten zu können. Jetzt den irgendwie so standalone für was zu programmieren, ist theoretisch möglich, aber da waren die Möglichkeiten halt begrenzt, trotzdem, dass man aus so einem Sechsachsarm, der irgendwo angeflanscht wird, eben einen sinnvollen Agenten macht, der irgendwas übernimmt oder vielleicht auch vom Menschen Arbeit übernimmt. Und das ist so ein wesentlicher Unterschied eigentlich, auch wenn wir die Humanoids anschauen, die werden also 1:1 den Menschen ersetzen, der die Arbeit nicht mehr machen will. Also es geht nicht darum, die Menschen zu ersetzen, es geht darum, die unbesetzten Arbeitsplätze zu besetzen mit den Dingern. Und der muss tendenziell nicht integriert werden, genauso wenig wie ein Mensch jetzt irgendwie ein Brain-Computer-Interface bekommt und in die Automatisierungsanlage integriert wird, machen wir ja auch nicht. Ja? Und so wird es beim Humanoid auch sein. Der wird wirklich 1:1 halt den Menschen jetzt, wenn man es im Produktionskontext betrachtet, ersetzen. Und das ist auch noch ein wesentlicher Unterschied. Aber auch die Cobots werden mit KI nochmal ganz andere Möglichkeiten bekommen. Auch wenn das ein bisschen begrenzter ist, weil halt die menschliche Form wie soll man sagen, so die geeignetste ist, ne, um jetzt halt vom Menschen zu lernen, sozusagen auch mit KI. Und da ist halt der Sechsachsarm so ein bisschen eingeschränkt. Das sieht ein bisschen anders aus wie ein Mensch. Kann also jetzt nicht von einem YouTube-Video lernen, wo ein Mensch irgendwas macht, zum Beispiel. Aber ja, also bottomline, die Software ist eigentlich der große Unterschied, der jetzt auch eben aus diesem komplexeren Körper mehr rausholt und auch für die Cobots, glaube ich, nochmal einen ganzen großen Step bringt. Und die Welt, da noch ergänzen, die Welt ist ausgelegt auf den Menschen, vom Formfaktor her. Das heißt, ganz viele Aufgaben sind einfach für den Menschen ausgelegt. Ob ich in der Küche bin oder aber auch auf dem Shopfloor, es sind ganz oft eben 2-Arm-Tätigkeiten, die nicht ortsstabil sind, sondern ortsflexibel. Sprich, genormte Arbeitshöhe auf Hüfthöhe, ja, damit man auch hier sich nicht bücken muss. Ja. Genau. Und von dem her ist es relativ automatisch, dass der Formfaktor damit in 2 Beine, 2 Arme. Jetzt kann man noch über die Beine diskutieren, ob wir Beine brauchen oder ob wir rollen. Aber am Schluss bleibt die Bewegung dann oben mit 2 Armen übrig. Und daher kommt der Formfaktor dann auch. Und dann haben wir, wenn wir den dann haben, können wir nämlich Imitation Learning machen. Das heißt, wir haben einen Facharbeiter, der lernt wie einen neuen Mitarbeiter, der lernt ihn in der Früh an für eine Tätigkeit. Der guckt ihm eine halbe Stunde zu, so wie ich jeden neuen Mitarbeiter anlernen muss. Und übernimmt dann die Tätigkeit, die man ihm angelernt hat. Jetzt, du hast Software angesprochen und wenn wir insgesamt so auf die Themen blicken, ist es ja noch viel mit wenn, dann, ja, also in der Zukunft quasi gerichtet. Wenn wir mal so zurückblicken, ihr habt viele Meilensteine auch schon so ein bisschen abgesteckt gehabt. So eine Liste, du hast vorhin gesagt, im Silicon Valley entstehen dann oft die Ideen und dann kommt es irgendwie dann doch nach Europa und wir müssen es in die Machbarkeit bringen sozusagen. Heißt, es gibt ja irgendwo Listen, was muss noch erfüllt sein, damit das wirklich funktionieren kann.
Sind wir da jetzt durch Entwicklungen in der Software so weit, dass die Listen anfangen kürzer zu werden oder kommen wir durch Regulatorien etc.? Also werden die Listen doch länger, obwohl wir eigentlich davon Punkte abarbeiten? Ja, also die klassischen Roboterprobleme, die umschiffen wir jetzt leider nicht mit der neuen Softwaretechnologie. Also der KI, die ist eben aus der Transformer-Technologie, den Large Language Models, also die wir aus den Large Language Models kennen, auch in die Robotik kommt. Das löst jetzt nicht auf einmal magisch alle robotischen Probleme, die es irgendwie so die letzten Jahrzehnte gab und an denen wir hart gearbeitet haben, auch wenn es die eine oder andere Firma gewissermaßen jetzt so darstellt. Ja, wir müssen jetzt nur ganz viele Roboter bauen und die dann mit ihren neuronalen Netzwerken lernen lassen und dann funktioniert das auf einmal alles magisch. Ja. Und dabei wird dann ausgeblendet, dass halt es trotzdem halt super hart ist, so einen Roboter zu bauen und ins Feld zu bringen und dass er auch sicher ist. Genau. Also die kritischen Pfade dabei sind eigentlich eben die Weiterentwicklung der KI. Die hat erstaunliche neue Möglichkeiten, aber es fehlen noch irgendwie so die letzten 20%, wollen wir sagen, ne? Pareto-Prinzip 80-20%. 80% der Funktion schafft man mit 20% Aufwand und die letzten 20% der Funktion, das heißt also auch dieses Gap zu wirklicher Production Grade, wenn man so will, ne? Also halt einfach Zuverlässigkeit und so weiter. Performance, die brauchen leider 80% der Zeit. Ja, und das haben wir bei der KI auch noch zu durchlaufen. Also wenn wir über Physical AI oder Embodied AI sprechen, das heißt jetzt Vision Language Action Models ist das Pendant zum Large Language Model, wenn es halt dann um Action Decoding geht, anstatt Spracherzeugung wie beim Chatbot. Da gibt es noch viel zu lösen tatsächlich, dass dieses Action Decoding in die echte Welt zuverlässig, präzise genug, auch wenn es jetzt nicht um Präzisionsautomation geht, ja, wie in der klassischen Automatisierung, die werden wir nicht ersetzen damit. Aber trotzdem ist es halt wichtig, dass ein gewisses Grad an Präzision und Zuverlässigkeit trotzdem drin ist, dass es halt also wenigstens so zuverlässig ist wie ein kurz angelernter Mensch zum Beispiel, ja, der auch vielleicht kein Experte ist. Und da muss man in der KI noch weiterentwickeln. Die Safety ist der andere Bereich, da sind wir noch nicht ganz am Ziel. Da werden zum Teil auch erst gerade noch Standards geschrieben und Lösungen entwickelt. Wie gesagt, da sind wir bei Synapticon eben vorne mit dabei. Und der dritte Bereich ist halt einfach die Kosten, ne, die Stückkosten, die werden aber im Grunde einfach mit der weiteren Skalierung dieser Industrie halt auch runterkommen. Das ist gewissermaßen so eine natürliche Entwicklung, die jedes Produkt durchläuft, wenn es in Richtung Massenanwendung geht. Aber das sind so die 3 kritischen Pfade, die ich sehe. Ja, KI, Capability, Safety und Kostenstruktur. Da muss man noch weiterkommen, um diese Realität von Humanoids in Abundance quasi. Ja? Also das war quasi so, wie hat Elon Musk gesagt, 2 Humanoide pro Mensch auf der Welt oder sowas irgendwann mal. Wobei er aber davon ausgeht, dass die Menschheit schrumpft. Also das sind jetzt vielleicht nicht 20 Milliarden, aber sagen wir mal vielleicht 5 Milliarden Humanoide auf der Welt oder sowas. Schauen wir mal. Also das sind noch die kritischen Pfade, die wir durchlaufen müssen, aus meiner Sicht. Das heißt also, Thema Sicherheit sind ja, das eine ist ja so Prozesssicherheit. Du hast vorhin den Arbeitsmarkt mal aufgemacht als als Gesamtmarkt für die Humanoiden logischerweise. Das heißt, wir haben einmal Prozesssicherheit, das ist das, was für die Firmen ja rauskommen muss ja funktionieren. Und wir haben Arbeitssicherheit, wenn dann da auch noch Menschen mit rumlaufen. Was sind da die größten Herausforderungen? Und spielt da jetzt mit Tico Robodrive zum Beispiel auch dieses Thema Präzision in der Steuerung eine große Rolle? Am Schluss brauchen wir, also Hardware bleibt weiterhin hart. Dieser Spruch galt vor 20 Jahren und der gilt jetzt und der gilt in Zukunft. Wir haben kein Phrasenschwein, aber das nächste Mal baue ich es auf. Die bleibt hart. Und solange die Biotechnologen nicht einsteigen und Humanoide züchten. Ne? Genau, bleibt es hart. Dazu braucht man Hardware, dazu braucht man eben auch Präzision in den Antrieben, auch in der Ansteuerbarkeit. Wie präzise kann ich dann auch wieder reagieren, wie schnell kann ich reagieren, wenn ich auf unebenem Terrain laufe, um dann zum einen aus der Steuerung raus zu reagieren, aber dass die Bewegung auch am Schluss am Fuß unten ankommt, brauchen wir die Präzisionsantriebe. Und das letzte Mal hatte ich eine Aufgabe von einem großen US-Tech-Unternehmen, die auch in den Formfaktor Humanoide gehen wollen, könnt ihr nicht einen doppelt so starken Antrieb machen. Jetzt haben wir haben physische Grenzen schon im Antrieb, mehr Kupfer kriegen wir nicht rein, am Schluss ist Kupferdrehmoment. Und jetzt sagt er, könnte es nicht doppelt so stark machen. Bei gleicher Größe. Natürlich, also wir machen die Stacklänge, doppelte Stacklänge, doppelten Drehmoment, aber die Größe soll erstmal gleich bleiben. Was müssten wir machen, dass wir es doppelt hinkriegen, doppelt so stark? Dann frage ich, ja, warum brauchen wir denn doppelt so stark? Er sagt, ja, wir haben bis dato ist die Payload, die wir haben, irgendwo 20, 25, manche auch nur mit 15 Kilo. Viele Aufgaben sind aber, damit sie auch Sinn machen, zum einen entweder auf mehr Traglast noch ausgelegt oder wir müssen den ganzen Roboter auch kleiner bringen, weil im Moment wiegen die
Die sind 1,70 Meter, 1,80 Meter groß, damit sie auch den vollen Arbeitsumfang erreichen können, damit ich eben oben auch noch reinlangen kann in mein Regal. Aber wiegen halt 80, 90 Kilo. Jetzt haben wir 80, 90 Kilo, die dann irgendwann mal mobiler Roboter, 2 Arme, umfallen kann. Kommt ihr wieder ins Spiel, wie fallen wir dann um? Haben wir Fallstrategien? Aber am Schluss bleiben einfach 80 Kilo Stahl und Eisen, die sich bewegen. Und wenn wir jetzt einen doppelt so starken Motor machen, können wir das ganze Ding halb so groß machen, um die gleiche Payload zu machen. Also haben wir auch in der Hardware schon noch Aufgaben zu machen, wo wir sagen, wie können wir noch kleiner bauen, um die gleiche Stärke hinzukriegen oder bei gleicher Größe die doppelte Payload rauszubekommen. Was ja einer eurer USPs auch quasi ist. Genau, wir sagen immer, wir sind bei gleicher Größe doppelt so stark oder halb so groß für die gleiche Anwendung. Aber jetzt kommen halt die Anforderungen, können wir nochmal doppelt so stark werden? Also müssen wir nochmal anfangen. Das ist vielleicht ganz spannend, da die Hintergründe sich nochmal ein bisschen genauer anzuschauen, wenn wir gerade in der technischen Tiefe so ein wenig unterwegs sind. Warum wird jetzt auf den Motor geblickt, um das Drehmoment zu erhöhen? Wir haben ja schon Roboter, die auch Tonnen bewegen können in der Industrie, ne? Also klassische Industrieroboter und so weiter. Und die machen das aber alle mit Getriebeuntersetzung. Das heißt also, man hat halt, wenn man einen Motor, wir haben halt mit den Magneten und den Spulen und so weiter, die es halt gibt, ne, erreicht man eine physikalische Grenze. Also die TQ-Motoren sind die besten auf der Welt, was das angeht, was die Drehmomentdichte angeht. Und es wird auch immer ein bisschen experimentiert im Motorbereich, ob man nicht vielleicht nochmal eine innovative Lösung findet, die vielleicht besser ist. Bis es dann industrialisiert ist, stellt sich meistens raus, okay, nein, man überlistet die Physik da nicht, ja, in gewissem Rahmen, und dann bleiben nur die Getriebe übrig. Das heißt, wenn ich eben ein Motor-Drehmoment in Getriebe reingeht, das eine 10er Untersetzung hat, dann habe ich eben 10-mal so viel Drehmoment auf der anderen Seite, abzüglich der Effizienz freilich. Und wenn ich jetzt ein 20er Getriebe nehme, dann habe ich eben das 20-fache Drehmoment auf der anderen Seite, wieder abzüglich der Effizienz. Und das hat man in der Robotik bisher gemacht. Auch bei den Cobots war so eine Untersetzung von 50 bis 100 noch normal. Ja. Und warum man das bei den Humanoiden jetzt nicht möchte, hat auch was mit Safety zu tun, aber auch mit der Menschlichkeit, die man erreichen möchte, um eben ein menschenartiges Verhalten der Mechatronik zu erreichen. Das heißt, man arbeitet mit geringen Getriebeuntersetzungen von maximal 10. Man spricht dann von Quasi-Direct Drives. Das hat das MIT irgendwann mal definiert. In dem Cheetah-Roboter, das ist ein Begriff, der da definiert wurde und der jetzt stark, vor allem auch durch die chinesischen Player, wie soll man sagen, in die Masse überführt wurde. Ganz einfache Planetengetriebe, die mit einem drehmomentstarken Motor angetrieben werden und dann einfach durch die geringe Untersetzung sehr backdrivable sind, also compliant, also ähnlich, also die Trägheit ist dann geringer. Man kann sich das so vorstellen, wenn eine Getriebeuntersetzung hoch ist, dann wäre das so, als würde der Roboter mit Gewichten in der Hand laufen und an den Beinen, also wenn man so Bärbells quasi durch die Gegend tragen würde. So fühlt sich das für den an, durch eine hohe Getriebeuntersetzung. Und wenn die niedrig wird, dann kann er sich frei bewegen. Und dann fühlt sich das für ihn eher so an, wie es eben sich auch für den Menschen anfühlt. Wir haben keine Getriebeuntersetzung in unseren, also wir haben da nicht so einen mechanischen Klotz, der sozusagen was filtert. Wir haben Direktantriebe, genau. Wir haben sehr starke Direktantriebe. Und das wäre ja eigentlich der Wunsch, dass wir Motoren haben, die völlig ohne Getriebe funktionieren, aber es geht halt physikalisch im Augenblick zumindest nicht, bis wir irgendwelche neuen Magnetmaterialien oder sowas noch finden. Und das ist eigentlich das Spannende, was ich jetzt eigentlich nur sagen wollte, von Cobot zu Humanoids, eigentlich diese Bewegung von quasi dem State-of-the-Art Torque-Motor plus Wellgetriebe mit hoher Untersetzung, zum Beispiel, was wir bei den Cobots hatten, was auch in den Humanoids benutzt wird, in manchen Achsen, aber halt jetzt der Mainstream vor allem in Richtung Quasi-Direct Drive geht, wo die Getriebe jetzt anders sind als davor und daher besonders viel Augenmerk auf die Motoren wiederum gerichtet wird dadurch. Ja. Vielleicht an der Stelle dann einfach mal ihr habt vorhin schon ein bisschen angeschnitten, die Zukunft, aber eine philosophische Frage, was glaubt ihr zwei als Experten, wie wird das die Welt verändern, wenn wir wirklich dem Elon glauben können und dann haben wir 2 Humanoide pro Mensch? Und wann wird das kommen? Also ist das jetzt was, worüber wir zwar heute schon reden, weil du hast das Pareto-Prinzip angesprochen, wir schon vielleicht mechanisch bei 80 sind, aber die anderen 20% noch fehlen. Also sind das Jahre, Jahrzehnte oder ist das irgendwie am Ende des Jahrhunderts soweit? Oder wann glaubt ihr dran, dass wir wirklich jeder so einen iRobot-mäßig Humanoiden zu Hause stehen haben, der uns beim Haushalt hilft? Was denkst du? Also es wird nicht in den nächsten 5 Jahren sein. Also bis 2030 werden wir es so nicht haben. Aber wir sind jetzt keine 50 Jahre mehr weg.
Ja. Also so in 10 bis 15 Jahren glaube ich schon daran. Und wir sind ja über den Status Videos drüber hinaus. Also bei BMW hat jetzt der Figure sein erstes Jahr hinter sich, der Agility hat 1 Jahr im Lager gearbeitet. Also wir haben schon jetzt über einen längeren Zeitraum wirklich produktive Einsätze für einen begrenzten Einsatzfall, für eine begrenzte Aufgabe, aber haben wir schon. Das heißt, und wenn jetzt die Entwicklungen, wenn die letzten 20% in der KI fehlen und auch die Entwicklung geht nicht in der gleichen Geschwindigkeit weiter, sondern das ist wirklich exponentiell die Entwicklung, die da weitergeht, sage ich, in 15 Jahren haben wir das. Ja, das würde ich so mittragen. Es hängt ganz davon ab, welches Zielbild man jetzt beschreibt, wenn man fragt, wie lange dauert es noch. Ja, also gibt es ja ein großes Spektrum von, die Dinger machen irgendwo sinnvolle Arbeit mit Return on Investment oder sie sind überall und es sind, wie gesagt, Millionen und Milliarden auf der Welt. Das ist ein großer Unterschied. Ja, also diese Millionen und Milliarden, da hätten wir gar nicht die Fabriken dafür, ja, um die Dinger zu bauen. Das muss auch mitlaufen. Ich gehe davon aus, die nächsten 2-3 Jahre werden wir noch immer stärker werdende Piloten sehen in industriellen Anwendungen und zum Teil vielleicht auch außerhalb von Fabriken, wo ich persönlich eigentlich das größte Potenzial von Humanoids sehe, dort wo wir gar keine Roboter haben bisher, wo einfach nur Menschen Arbeit verrichten, unterschiedliche Art Reinigung, Baustellen, Landwirtschaft und so weiter. Da ist langfristig das größte Potenzial für mich, also außerhalb von Fabriken. Das dauert aber noch ein bisschen länger. Also wir werden überzeugendere Piloten sehen in den nächsten 2-3 Jahren und dann so ab 3 Jahren plus Richtung 5 Jahre, 6 Jahre von jetzt, denke ich, werden wir immer stärkere kommerzielle Anwendungen sehen. Das heißt, also da wird es dann immer mehr Firmen geben, die sagen, ja, guck mal, hier setzen wir wirklich eine Flotte von Humanoids ein, die was machen und das hat einen guten Return on Investment von uns. Da sind wir froh, dass wir die haben, weil wir da keine Menschen mehr gefunden haben, die das machen können. Und so infiltriert sich im Grunde genommen dann von Industrie zu Industrie sozusagen die Szene mit Humanoids. Und ich denke auch so in 10 bis 15 Jahren ist es eine signifikante Industrie, ja, also quasi vergleichbar mit einer noch, also jetzt nicht gerade in einer 100 Jahre alten Automobilindustrie, aber vielleicht eben einer jungen Automobilindustrie, die einfach erfolgreich Produkte verkauft. Das wird schon in dem Zeitraum 10, 15 Jahre sein von jetzt. Da werden ja vielleicht auch ein paar Fabriken frei. Ja, vor allem hierzulande haben wir nicht gesagt. Nein, hoffen wir es mal nicht, aber ja. Ja gut, das ist schon so ein Thema. Ne? Irgendwie ist halt ein riesen Consumer-Produkt langfristig. Und was ist das teuerste Consumer-Produkt, was wir uns alle leisten? Ist das Fahrzeug, ne? Das Auto. Da geben wir 20.000 € plus dafür aus. Und die Humanoids werden wahrscheinlich eine ähnliche Kategorie sein, mit einem ähnlichen Volumenpotenzial, wenn nicht sogar halt noch mehr. Vielleicht sticht der Humanoide genau da rein, wo privat am meisten Geld ausgegeben wird, zwischen Auto und Haustier. Mhm. Das Potenzial ist groß. Ja. Genau. Wobei ich das Die Frage ist, ob es das Auto ersetzt oder das Haustier ersetzt. Ja. Weder noch, würde ich sagen. Ja, es ist eigentlich so Technologie demokratisiert ja auch immer. Wenn man sich anschaut, jetzt irgendwie Haushaltshilfen, ne, und Bedienstete sozusagen sind ein Luxusgut für wohlhabende Menschen heute. Ne? Also nicht jeder kann sich jetzt einen Putzmann oder irgendwas zu Hause leisten. Und das wird eigentlich jetzt die Robotertechnik eben demokratisieren. Also die Roboterarbeitsstunde wird viel, viel günstiger werden als die Menschenarbeitsstunde schon ziemlich bald. Und dadurch wird es eben dann ja für die Masse erschwinglich, im Grunde genommen Bedienstete zu Hause zu haben, aber halt in robotischer Form, nicht in menschlicher Form. Das ist schon ein großer Markt, deswegen jagen das ja auch einige der Player und vor allem jetzt gerade die ambitionierten, also beim Fundraising ambitioniertesten Spieler in den USA, Figure und 1X, die sich jetzt sehr stark auf eben die Consumer-Anwendung fokussieren. Ein bisschen mit einer KI-Story, die da damit zusammenhängt, weil sie sagen, da können sie die diversesten Daten sammeln und so weiter. Auf der anderen Seite aber halt auch sagen, das ist halt am Ende der größte Markt, wenn man so will, potenziell. Die Frage ist, ob sie da nicht irgendwie zu krass pokern, zu sagen, das ist jetzt der erste Markt, an den wir uns richten sogar. Ja. Ich sehe den eigentlich schon eher als letztes, weil ich immer sage, der Consumer ist eigentlich der kritischste Kunde. Keiner will eine Spülmaschine haben, die irgendwie 1.000 € kostet und nur 7 von 10 Mal funktioniert. Und so ein Humanoid, der wird halt jetzt irgendwie 3 von 10 Mal funktionieren und kostet 20.000 €. Ja. Das konvergiert noch nicht. Und Safety
Fragen sind auch noch nicht gelöst und so weiter. Also das sehe ich eher am Ende jetzt dieser ganzen Anwendungsreihe oder den potenziellen Anwendungen von Humanoids und nicht am Anfang. Im Gegensatz zu den Companies. Du hast gerade die Demokratisierung angesprochen, dass Technologie immer wieder demokratisiert von gewissen Themen. Was ist eure persönliche Motivation oder was motiviert euch mehr? Ist es das Thema technisch zu lösen, dass Humanoide funktionieren oder dass Humanoide insofern die Welt verändern können, dass wir vielleicht in der Pflege zukünftig wieder besser aufgestellt sind? Ich meine, überall, wo zunehmend Arbeitskräfte fehlen, da ist das größte Potenzial und da wird es anfangen. Also wo haben wir den größten Engpass, Menschen zu finden, wo wollen Menschen bestimmte Arbeiten nicht mehr machen? Bin gestern mit jemandem aus der Automobilindustrie zusammengesessen, der gesagt hat, es ist sogar bei ihnen so, dass selbst die Gewerkschaften sagen, okay, könnt ihr jetzt nicht mal so ein paar Humanoide anbringen, weil wir wollen nicht, dass hier unsere Kollegen noch die und die Tätigkeit verrichten müssen, weil das ist so ungesund und das will auch keiner mehr machen. Ja, also auch die HR hat dann das gleiche Problem, da finden wir keine Leute mehr dafür. Selbst in einer sauberen Automobilfabrik, in der deutschen Automobilindustrie, die hohe Gehälter zahlt, ja, selbst da tut man sich immer schwerer, Leute zu finden. Die kriegen nur noch halb so viele Auszubildende, wie sie es noch vor Jahren taten. Junge Menschen finden immer mehr Alternativen zu klassischer Arbeit, ja, durch Social Media und so weiter. Also man kann auf unterschiedliche Arten Geld verdienen. Es ist nicht mehr attraktiv, einfache Arbeit zu machen für Geld. Und die Transformation, die schlägt da richtig ein. Und das ist eine große Sorge, die haben, was eben die Versorgung mit Mitarbeitern langfristig angeht. Und da kommt eigentlich dieser Druck jetzt eben auch auf die technische Lösung Humanoid her. Wie siehst du das, Robert? Oder wie ist es bei dir? Also motiviert dich eher, dass du sagst, okay, technisch das Ding zum Laufen zu bringen, geil? Oder der Ansatz, damit ein bisschen die Welt vielleicht zu verändern? Es ist beides. Es ist wirklich beides. Es ist wirklich schön zu sehen, wenn man jetzt wieder den nächsten Entwicklungsschritt eines humanoiden Herstellers sieht, welche Möglichkeiten es gibt, welche Applikationen umgesetzt werden. Auch wenn es nur, also ein verrücktes Video ist mit einem Salto oder Breakdance, aber all das resultiert ja in den Fähigkeiten, die können. Es ist schön, an diesen technischen Entwicklungen dabei zu sein und wissen, da war jetzt ein Motor von mir drin. Wir sind ja Ingenieure, ja. Unterm Strich. Ne? Natürlich ist das geil. Ja. 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 Aber am Schluss will ich so ein Ding daheim haben. Ja. Also, ganz klar. Es gibt Videos, wo du schon mal mit einem Kobold gekocht hast. Wir haben schon Milchreis gekocht, ja. Ach was. Zu Hause bei mir in der Küche. Das Thema Normen hatten wir vorhin ganz kurz. Vielleicht einmal, ich glaube, du bist da ziemlich nah dran auch an dem ganzen Thema. Das ist ja jetzt was für Humanoide, das fängt ja wirklich auf einem weißen Blatt Papier an. Wie stellt man sich das vor? Also sitzen da jetzt Leute im Raum, überlegen sich, naja, was muss der denn können? Oder sitzen die Gewerkschaften da und man macht Copy-Paste, was darf eigentlich sonst für den Mitarbeiter gelten? Das muss auch für den Humanoiden gelten. Oder wie muss man sich das vorstellen? Es ist ein ganz spannender Prozess. Ich glaube, es ist auch ungewöhnlich, weil klassischerweise war das so, dass sich eine Industrie entwickelt hat und gewisse Praktiken entwickelt haben, wie man halt jetzt mit einem Problem umgeht. Das heißt, es gab technische Lösungen und dann hat man irgendwann mal die normiert, ja, dass quasi es einen Standard gab, dass man auch dann gegen die Best Practice zertifizieren konnte sozusagen und das halt dann auch mit der Regulation, Maschinenbaurichtlinie und so weiter halt harmonisieren konnte. Und jetzt brauchen wir Standards, weil sich das so schnell bewegt, während wir noch ein paar technische Lösungen sogar suchen. Das heißt also, wir standardisieren zu dem Zeitpunkt, wo wir eigentlich auch uns noch erst einig werden, was sind denn eigentlich die richtigen technischen Antworten jetzt auf das Sicherheitsrisiko zum Beispiel. Und das macht es insbesondere spannend. Also funktionale Sicherheit vom klassischen Industrieroboter war eben immer so, am Ende geht es um den Nothalt. Ja, also wenn ich auf den roten Knopf drücke oder jemand durch den Vorhang läuft, den unsichtbaren, oder die Sicherheitstür öffnet vom Käfig, dann hält das Ding an. Und wenn das Ding angehalten war, dann war es sicher. Beim Mobilroboter auf Rädern das Gleiche. Wenn man den stoppt, dann gilt er als sicher, weil dann kann er nicht mehr über einen Menschen drüber fahren. Bei bebeinten Robotern, jetzt bei den Roboterhunden, nicht ganz so sehr wie bei den Humanoiden, weil die eben viel größer sind und schwerer sind, ist es so, dass wenn man die stoppt, dann sind sie erst recht gefährlich. Das heißt, wenn man ihre aktive Stabilisierung mit den Beinen, ihre aktive Regelung ausschaltet, dadurch, dass man alle Achsen bremst, wie man das beim klassischen Roboter gemacht hätte, dann ist er insbesondere gefährlich. Deshalb brauchen wir völlig neue Antworten drauf, wie wir jetzt die Dinger sozusagen sicher
zu Boden bekommen, ohne dass dann ein Mensch dazwischen liegt, ja, zwischen Boden und Roboter zum Beispiel. Und dann der andere Bereich ist halt noch die KI-Steuerung, ja, die auch nochmal eine neue Dimension aufmacht. Der Roboter macht jetzt, was er will, auf Basis von dem Training, was er bekommen hat. Ich sage dem irgendwas und er versteht irgendwas und dann macht er irgendwas. Und wie stelle ich jetzt sicher, dass das, was er da tut, sicher ist? Also ist Sicherheit der bebeinten Roboter und der KI-gesteuerten Roboter sind so zwei Bereiche und da gibt es mehrere Normen, die sich damit beschäftigen, aber insbesondere was diese Stabilität angeht, ist jetzt eine Aktivität auf ISO-Plattform, also wo die ganzen nationalen Standardisierungsbodies auch beitragen, wie die DIN zum Beispiel, wo ich persönlich als DIN-Experte jetzt in der ISO sitze von dem neuen Standard 25785, wo es um die Sicherheit von dynamisch stabilen Industrierobotern, mobilen Industrierobotern, also DSIMRs nennen wir die, also Dynamically Stable Industrial Mobile Robots. Weil man nicht Humanoide sagen will, weil das nur eine Form ist, es kann auch andere Formen geben. Wir können auch vielleicht mal Roboter spinnen oder sowas bauen, die brauchen dann die gleichen Sicherheitsanforderungen. Und da geht es halt jetzt um diese Stabilitätsthematik und das ist ganz spannend, da dabei zu sein. Und ja, da bedient man sich zum Teil Normierung, die es schon gibt, aber muss halt auch erweitern. Also da werden gewisse Templates aus der Mobilrobotik hergenommen und dann eben verfeinert und ergänzt, um jetzt die Aspekte der bebeinten Roboter und das sind schon viele Grundsatzdiskussionen, die da laufen in den Gremien. Das ist eine relativ junge Aktivität, da gab es jetzt erst 2 globale Meetings und bis in 2,5 Jahren wollen wir fertig sein mit dem Ding. Auf der KI-Seite, funktionale Sicherheit in der KI, gibt es dann noch die 22440, wo es darum geht, wie können wir jetzt KI-Systeme Safety zertifizieren. Und da gibt es vielversprechende Ansätze dafür. Das sieht eigentlich ganz gut aus, dass wir da Methoden jetzt finden und eine Norm geschrieben bekommen dafür. Thema Innovationsführerschaft. Sind ja jetzt schon ein paar Mal drauf gestoßen. Da kommt viel aus dem Silicon irgendwie rüber. China sieht man ja auch immer wieder bei Robotik ganz weit vorne. Wie ordnet ihr das ein? Ich meine, ich bin ja froh, jetzt hier 2 deutsche Robotikexperten sitzen zu haben, die quasi aus dem wunderschönen Allgäu kommen und wir heute hier im Allgäu sitzen. Sind wir da vorne mit dabei? Ist das vielleicht, du hast gesagt, das ist vielleicht der nächste Endverbrauchermarkt. Vorher haben alle Geld ins Auto gesteckt, vielleicht zukünftig in den Roboter. Ist Deutschland da zukunftsfähig? Sind wir da vorne dran? Auf unterschiedlichen Ebenen, würde ich sagen. Ja. Genau. Also es ist, wo ist man vorne dabei? China und auch USA, ich glaube, was die uns wirklich voraus haben, ist die wahnsinnige Geschwindigkeit. Also wenn man von der Innovationsführerschaft spricht, würde ich das einfach in Verbindung setzen mit der Geschwindigkeit, wie schnell Produktkonzepte, Sachen, die aber wirklich auf dem Markt sind und verkauft werden, ob sie jetzt schon ausgereift und perfektioniert sind, kleines Fragezeichen dahinter. Aber sie gehen auf den Markt und haben wahnsinnig schnell Entwicklungen auf der Straße. Und da, glaube ich, dieses Mindset unterscheidet uns ein bisschen. Wir können sicherlich gute Hardware und auch wirklich gute Software machen und mit all diesen Aspekten. Vielleicht dauert es auch oft den Tag 2, 3, bis wir überhaupt anfangen damit, weil wir uns ganz viele Sachen davor erstmal überlegen, bevor wir was entwickeln. Und dieser Mindset ist in den USA, aber auch in China einfach, es wird gleich getan und danach vielleicht überlegt, was können wir noch alles machen und welche Features brauchen wir. Und das sind, glaube ich, die unterschiedlichen Ansätze, die am Schluss im Moment in Resultaten unterschiedlicher Ausprägungen enden. Ja, das würde ich so unterschreiben. Uns fehlt das unternehmerische Momentum eigentlich ausschließlich hier auf dem Kontinent und in Deutschland. Wir können es eigentlich besser als die Amerikaner, so einen Roboter bauen. Auch eine Physical AI, glaube ich, kriegen wir besser hin am Ende als die Amerikaner, die dann vielleicht ein bisschen zu oberflächlich sind. Die sind sehr visionär und schnell und nehmen viel Geld in die Hand, ohne mit der Wimper zu zucken. Aber die sind dann nicht so genau am Ende. Ja, so, ist es sicher, ist es nicht sicher, hat es jetzt wirklich Performance und so weiter. Die verkaufen das dann positiv und dann gibt es eine Story und dann macht die Firma IPO und dann sind alle reich geworden, ist gut, aber das Produkt ist vielleicht trotzdem noch nicht so geil, ja, und macht die Arbeit einfach doch noch nicht so gut. Und da braucht es dann wiederum uns hier in Europa und Deutschland, die da halt den Unterschied machen, wie wir es vorher eigentlich auch schon jetzt im Bereich der Industrierobotik irgendwie gesehen haben. Wir haben es dann im Grunde wirklich zur Reife gebracht und zu wirklichen Produkten gemacht. Das hat nicht in Amerika stattgefunden. Und die Chance gibt es nach wie vor auch bei den Humanoids hier, dass es am Ende sich rausstellt, dass es eigentlich
die klassischen europäischen, deutschen Tugenden, Qualitäten braucht, um erfolgreiche Produkte in die Welt zu setzen, sowohl bei der Hardware als auch bei der Software, also auch bei der Physical AI, weil die unterscheidet sich von der klassischen AI, dem Chatbot, schon halt durch die Tatsache, dass in der echten Welt Dinge passieren und zuverlässig passieren müssen. Dadurch wird es automatisch eine viel deutschere Story, sage ich jetzt mal so, an Produktschöpfung. Und ich glaube, da haben wir die Substanz, wir haben das beste Talent. Wir haben auch unglaublich viel KI-Talent, das uns gar nicht bewusst ist, die bei DeepMind in London arbeiten, viele Deutsche, viele Europäer, die eigentlich auch in Amerika eigentlich den Unterschied in der KI machen. Und daran mangelt es nicht. Es mangelt nur an, wie soll man sagen, wagemutigen Unternehmern, die sagen, ich mache da jetzt was. Ja, und das ist natürlich so ein Stück weit durch die Einstellung, die du gerade angesprochen hast, der Gesellschaft, einfach der grundsätzlichen Mentalität, sich Risiken viel stärker zu überlegen, da halt zögerlich zu sein, es könnte ja auch schief gehen und so weiter und dann müssen wir hier unsere ganzen Regularien beachten und so weiter. Das wird ja furchtbar zäh, da habe ich keine Lust drauf, so wenn ich gehe. Halt der Goschi schafft beim Bosch, ja, wird man bei uns im Schwäbischen sagen. Das ist tatsächlich so ein Spruch. Also ich bleibe dann lieber beim Konzern, dann steht jetzt ein Startup. Einfach dann genau. Lass mir mein bequemes, zufriedenes Leben. Ja, ich will den Stress nicht, jetzt hier irgendwas auszuprobieren. Das ist schon so ein bisschen die Grundmentalität, das ist das Problem und da müssen wir dran arbeiten. Aber ich glaube, da gibt es auch immer mehr Bewegung. Ich sehe da immer mehr Aufbruchstimmung eigentlich auch. Du hast ja auch vorhin einen sehr schönen LinkedIn-Post noch gemacht, wo du, glaube ich, geschrieben hast, sinngemäß, warum ich nie in Europa gründen wollte und es doch getan habe und jetzt froh drüber bin. Ja, schon gesehen. Ja, den hatte ich gescheduled. Ja, tatsächlich. Aber ich bin im Auto gesessen vorher. Richtig. Also es war tatsächlich so irgendwie so 5 Jahre, 8 Jahre, irgendwie so der Horizont, als ich Synapticon gebaut habe. Ich mir dachte, das sind einfach, wie soll man sagen, Umstände, Schwierigkeiten auf jeglichen Ebenen, ob es jetzt die Mentalität ist irgendwo, ob es das Investorensentiment ist irgendwo. Ne? Die sind einfach europäische Investoren sind viel risikoaverser als die Amerikaner. Krass unterschiedlich. Dass wir alles so übergenau machen wollen, ja, und nicht einfach mal irgendwie auch iterativ wie die Chinesen, ja, okay, jetzt schießen wir mal und dann gucken wir und dann verbessern wir es und so weiter. Wird der Deutsche nie machen. Ja? Also der deutsche Ingenieur, wenn er irgendeine Schwierigkeit oder einen Fehler vermeiden kann in der Zukunft, ja, dann tut er alles, um das zu tun quasi. Wo der Chinese sich gar nicht überlegt, was denn schief gehen könnte, der macht einfach und findet es raus. Ja. Und das kann echt nervig sein, ja, wenn man irgendwie auch schnell mit einer Firma vorwärts kommen will. Und da habe ich die ganzen politischen Randbedingungen noch gar nicht erwähnt. Auf der anderen Seite sind es aber auch Stärken. Ne? Wie gesagt, wenn es darum geht, zuverlässige High-Performance-Produkte zu bauen, dann können wir das, wie gesagt, auch so gut wie niemand anderes. Und ja, also ich war frustriert und ich hatte mir geschworen, eigentlich nie mehr eine Firma in Europa zu machen, aber da habe ich inzwischen eine andere Einstellung dazu. Ja. Schön. Also finde ich auch schön, solche Stimmen mal zu hören. Gerade für die Robotik, um das noch quasi zu erklären, gerade in der Robotik glaube ich, dass wir einfach da so gut aufgestellt sind und auf der anderen Seite auch erkannt haben, was wir alles verändern müssen. Es gibt genug Bewusstsein dazu, was unsere Schwächen sind und die werden angegangen und deswegen bin ich da viel zuversichtlicher als in der Vergangenheit. Thema Blick in die Zukunft. Lasst uns damit vielleicht einfach nochmal enden und traut euch eine kleine Prediction, eine kleine Vorhersage, legt euch mal fest, wann, Robert, hast du deinen ersten Humanoiden zu Hause? Ich gebe die Frage trotzdem nochmal zurück, ohne eine klare Prediction zu machen. Mein Sohn ist jetzt 11. Wenn der mit 18 Auto fährt, wird er noch einen klassischen Führerschein machen oder wie weit sind wir dort beim autonomen Fahren? Selbst das können wir jetzt in 7 Jahren noch nicht mal vorhersagen, wie wir dann Auto fahren. Von dem her, also... Ich habe euch als Top-Experten angekündigt, deswegen du musst jetzt eine Jahreszahl nennen. Ja. Wir machen es einfach so, ich bestelle nächstes Jahr einfach ein, wann der dann kommt, sehen wir schon. Ich habe One X hat ja den Vorverkauf von ihrem Neo gestartet und ich habe einen bestellt. Ich bin mal gespannt, ob sie den nächstes Jahr liefern. Hast du bestellt? Klar. Dann kannst du für 500 € im Monat kannst du das Ding kriegen. Muss nicht mal was, also Harakiri oder Kamikaze für die Firma eigentlich, ne, irgendwo, weil sie halt. Also ich denke mal, viel Enttäuschung dann halt auch erzeugen werden mit dem Produkt, weil das Ding halt am Anfang wirklich nichts können wird. Also es braucht schon krasse Early Adopter-Enthusiasten, die dann sagen, das ist cool, ja, das so ein Ding daheim zu haben. Das teleoperated wird am Anfang, nur ein bisschen was autonom kann. Halte ich für einen spannenden Ansatz. Schauen wir mal, Delivery starting 26 in America steht auf der Website.
Schau mal, wie lange die brauchen, bis sie nach Europa kommen, beziehungsweise auch, wie lange sie wirklich brauchen, um in den USA die Dinger in Stückzahl zu liefern. Okay, also wir sitzen auf jeden Fall nächstes Jahr hier nochmal zusammen und dann erzählst du uns, wie so die ersten Erfahrungen mit einem Humanoiden zu Hause waren. Ganz genau. Weil du hast dann schon einen mega... Ich kann ihn mir auch selber bauen. Also, ne, das sind natürlich alle Bausteine und vielleicht baue ich mir auch selber ein. Okay. Kriegsmotoren von mir. Gern. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Die Traumkombination, natürlich muss die da rein. Ja. Ihr sitzt an der Quelle. Vielleicht ansonsten einfach nur, okay, Humanoide hin oder her, aber was ist sonst so in den nächsten 12 Monaten das, was euch am meisten beschäftigen wird? In der Branche? Es ist wirklich, die Supply Chain aufzubauen. Ich meine, wir hatten vorher schon von Elon Musk gesprochen. Er hat sich hingestellt, auch bei einem Podcast, hat gesagt, es gibt gar keine Supply Chain für Humanoiden. Und da hat er nicht Unrecht. Also er hat jetzt allein für 650 Millionen Dollar Aktuatoren gekauft in China. Und es ist nur ein Hersteller, der mal 650 Millionen schnell an Bestellungen getätigt hat. Es gibt noch keine Supply Chain für die, wir haben mit Non-China irgendwo um die 30 humanoiden Firmen. Wenn die jetzt alle mal 1000 Humanoide bauen, gibt es keine Supply Chain dafür. Also wir sind wirklich dabei, die Supply Chain aufzubauen, um diese Stückzahlen an Motoren auch liefern zu können. Das ist das, was uns bewegt. Neben technologischen Anpassungen können wir den Motor doppelt so gut machen, beziehungsweise kleiner. Wenn wir haben das Thema, wir haben immer noch die Hände, die noch nicht gelöst oder in diesem Entwicklungsstand sind, wie wir die Arme und die Beine haben. Wir sind noch bei der Playmobil-Hand. Wir sind noch vereinfacht, unterschiedlichste Ansätze, wirklich nur irgendwie einen Greifer. Aber so die richtige Manipulation brauchst du einfach 4 bis 5 Finger. Und es werden am Schluss 5 sein, weil alles dann wieder auf unsere Hand ausgelegt ist. Also es sind die kleineren Motoren und die Supply Chain. Gut, du hast schon gesagt, womit du dich beschäftigst. Du bist bei den Normen mit dabei. Genau, das ist ein Bereich, die Safety, nicht nur die Norm, sondern vor allem auch die Lösung. Ne? Also wir sind an den Normen interessiert, weil wir bei Synapticon ja Lösungen für diese Probleme entwickelt haben in den letzten Jahren. Das heißt, wir haben eine Lösung für sichere Menscherkennung, für sicheres Fallen, für sichere Bewegungssteuerung des Roboters, auch eine KI-Erweiterung, die zum Beispiel versteht, welche Bereiche von einem Menschen jetzt zu schützen sind und welche im Grunde genommen robuster sind. Wenn man sich zum Beispiel die Altenpflege vorstellt und der Humanoide, der soll dann den Patienten vom Bett in den Rollstuhl hieven, ja, dann muss er unter die Arme greifen, dann muss er viel Kraft aufbringen, aber er darf den Mensch halt nicht zerquetschen. Ne? Da haben wir KI-Funktionen auf unserer sicheren Menscherkennung drauf, die das können. Und das heißt, ich kann mit unserer Toolbox einen sicheren Roboter bauen, aber ich kann ihn noch nicht zertifizieren. Deswegen bin ich bei den Standardisierungsgremien mit dabei, um eben auch sicherzustellen, dass die Kunden, die jetzt damit Lösungen bauen, am Ende auch zertifizieren können. Und das ist aber nur ein Workstream. Das andere ist auch, ja, wir sind auch Teil der Supply Chain. Die Elektronik ist ein bisschen einfacher zu skalieren, weil es da viele Produkte gibt, die genau gleich gebaut werden wie unsere Elektroniken, ja, in der Consumer-Elektronik oder auch in der Automobilelektronik. Das ist ein bisschen einfacher als so ein elektromechanisches Ding wie einen Motor oder ein Getriebe zu skalieren oder auch den kompletten Aktuator. Aber auch da sind wir beteiligt, weil wir für Kunden auch komplette Aktuatorenlösungen halt entwickeln und in Stückzahl liefern mit unterschiedlichen Komponenten. Und insofern, ja, Supply Chain Challenge definitiv da. Und ja, am Ende aber halt auch die Full-Stack-Herausforderung. Wir haben mit Synapticon Intelligence eine Business Unit gegründet, die Kunden Full-Stack dabei hilft, ihre Produkte zu entwickeln und in den Markt zu bringen. Das ist sehr stark Safety-fokussiert zum Teil, aber auch im Allgemeinen, weil viele Teams jetzt anfangen, Roboter zu bauen. Es gibt reine KI-Forscher gewissermaßen, frisch von der Uni, sagen, okay, jetzt mache ich mal ein Startup und ich brauche jetzt halt noch ein Embodiment und die wissen gar nicht, wie man Roboter baut. Und da hilft unser Synapticon Intelligence-Team halt Full-Stack, das zu realisieren. Also insofern sind wir so across the bench beteiligt, diese Realität zu ermöglichen, wenn du so willst, durch Unterstützung und Teile. Super, also wirklich danke für die Runde. War, finde ich, extrem spannend, das auch mal so aus nächster Nähe, ihr seid überall super nah dran zu hören und auch schön zu hören, mit welchem Enthusiasmus ihr da Technologie, Innovation und Unternehmertum in Deutschland vorantreibt. Macht wirklich Spaß und würde mich freuen, wenn wir da tatsächlich in einem Jahr nochmal ein Follow-up machen und uns dann über die Fähigkeiten des ersten Humanoiden zu Hause, egal ob gekauft oder selbst gebaut, unterhalten. Da setzt man nochmal 2 an den Tisch dann. Ja. Perfekt. Ich danke euch und ja, schön, dass ihr da wart. Super. Hat Spaß gemacht. Danke.
Der Tech2Go Podcast. Powered by TQ. Für mehr Informationen rund um die Technologien und Innovationen von TQ folgt einfach den TQ-Kanälen oder schaut auf der Website vorbei unter tq-group.com.